Hallihallo, willkommen zurück zu Conarium mit mir, Nico. Und wir waren das letzte Mal genau im Kuriositätenkabinett gelandet. In eine Art Rückblende oder so. Da unten geht's in den Keller. Wir gucken uns erst nochmal hier um. Es gibt ja hier noch einiges zu sehen. Das hier zum Beispiel. Die 006. Mask of an all-powerful moon goddess, esteemed by an eastern island tribe, now lost in time. It is from the private collection of the late famous hermit, Klaus von Herdeth. Don't ask me how I get it. I have my ways. Ja, das wissen wir ja inzwischen. Was haben wir hier wieder für schöne Dingsies? Elusive mask from the submerged parts of Kerguelen Islands. Kerguelen. Schön. A cryptic mask with an untraced origin. Das ist natürlich super interessant. Die haben so eine schöne Holzstruktur. Noch mehr Masken. This is called the Mask of the Beholder. Ah ja. 4 Augen, ne? Geht. Skulls from New Guinea that are believed to be housing protective spirits. Vielleicht sollte ich mir sowas mitnehmen. Sieht auch ganz stylisch aus. Mit dem Weißen. Das kommt cool. Ugh. Introdusting. Ah, guck mal. Der hat sogar schöne Elder Signs auf dem Dickschäler. Okay, die ist zu. Aha. Gibt's noch mehr Stuff? Dr. Faust Journal Entry Nummer 2. 15.09.1944. As told in some banned ancient volumes I was able to acquire, it is evident that Conarium, when properly adapted to work with the human psyche and physiology, can transcend the mind beyond the limits of time and space into a peculiar place where we are yet to explore. If not for our own experiences corresponding exactly with the depictions provided in Necronomicon and some other books of forgotten lore, I would easily declare myself a madman. Conclusively, I have solid evidence printed out for me to justify the objectivity of my position. That dimension is completely devoid of light other than some small glowing and morphing geometrical shapes appearing and disappearing momentarily around us. It also feels extremely cold, but I do believe these are just null sensations that our physical bodies attain from what is otherwise impossible to acquire without the Conarium. It is not for us to see this fantastic void with a pair of corporal eyes, and possibly we are the first explorers ever to reach this ancient forbidden place. But the question now weighing heavy on my mind is whether we could ever fully understand this experience with the hindrance of our own limited sensations. Aha. Na, da haben wir wieder schöne Zeichnungen, das Conarium gezeichnet. Und die gute Hand-Device, Secondary Part, Primary Part. Was? Intent? Mounted on a glove. Okay, das sind die technischen Spezifikationen zu unserem wundervollen Handgerät. Das ist mal eine coole Lampe. Das Ding mit so einer Klappe hinten, wo man eine Kerze reinstellen kann. Das fände ich super. Ah, mehr Masken. Woodland Lizard Spirit Mask. Lizard. A serpentine ritual mask from India, which is said to have hypnotic effects on the one who deeply gazes into its eyes. Ja, doch. Wenn man da lang genug drauf schaut. Mir wird jetzt schon ganz schwummerisch. Schwummerisch, sagt man das überhaupt? Gibt es dieses Wort? Okay, wir finden mehr Einträge. Ein Brief.
zu Dr. Faust. Dear E.W. Ross, how can we comprehend exactly how much time has passed since the erection of the earliest ziggurats of Sumeria? What can we know about the time-worn sphinx still standing on the Gizeh plateau? They only justify the sheer ignorance of mankind by forcefully making us admit our instantaneous vibrations in the vast cosmos are but an illusion. Today I want to inform you about something that is equally as interesting as such edifices. That's something I presume you will have a hard time believing. I have finally acquired some information regarding the fabled cities of Rub al-Khali, which are said to have been built in an undreamed age of certain wonders and rumored to have been intentionally submerged beneath the eternally shifting sands thousands of years ago. Da gibt es auch eine Geschichte von Lovecraft zu, mit den Echsenstatuen am Ende. Das ist ziemlich cool. Welche war es denn nochmal? Der Flüsterer im Dunkeln? Das Ding auf der Schwelle? Ich bin mir nicht mehr sicher. There's even more to the story. According to a reliable source, there should be depictions or information about the locations of ancient Conariums buried within those halls. Within a few weeks, you'll receive a book containing the locations of those cities and a map predating all maps known today, directly copied from the antediluvian originals. I'm sure you are excited beyond imagination and eager to discuss these findings in detail, but that will have to wait a while since I'll be... Scheiße. Jetzt habe ich mich verklickt. Ich darf es immer wieder. Here, I'm sure you are excited beyond imagination and eager to discuss these findings in detail, but that will have to wait a while since I'll be away for some time visiting the oriental wonders of the old world. I'm sure you know what I mean. Hope to see you soon, Harley Warren. Okay. Okay, das ist leer. Phonograph-Zylinder brauche. Mhm. Oh, was haben wir hier wieder? Was ist das für eine Apparatur? It sounded like the floor is hollow back there. Oh, wie gut, dass ich da jetzt durch Zufall drüber gelatscht bin, ey. It's stuck. Super. It's stuck. Okay, aber wenigstens so viel weiß ich jetzt schon mal. Okay. Dann gucken wir mal weiter. This is exactly the same room I've been in one of my visions. Alter, in was für Räumen bist du bitte? Das sieht ja auch extrem gemütlich aus, so als Räucherstäbchenvase. Als Nachttopf. Mir fallen 1000 Dinge ein. Aha. Old friend, what you've told me about the shared nature of the experience the Conarium provides made me think about necromantic means of data inquiry. I'm sure you'll remember what I told you about why certain corpses never decay, but rest firm and fat in their tombs for 1,000 years. I believe, with some help from a certain acquaintance, I can provide you with some specimens. This would be beneficial for both of us, I believe. Eagerly waiting your answer, okay. Der nötigt ihn dazu, nicht verwesene Leichen zu bestellen. Also da wäre ich ja ganz vorsichtig, wenn mir jemand sowas anbietet. Ganz vorsichtig. Hallo. Also jetzt kann ich hier einen Schrank aufmachen, was mir nichts bringt. Ist ja wundervoll. Aber weil ich es trotzdem cool finde, mache ich es. Außerdem Pinguin geht. Alter, das ist ein ausgestopfter Pinguin oder was? Ist ja wundervoll. Nee, ist eine Figur. Ah, eine Trophäe war das.
Okay, dann schauen wir uns erst nochmal hier die Kreta an. Sieht aus wie eine Trommel, ne? According to legend, this very djembe belonged to a learned drummer from Senegal, who can speak with the dead by rhythmically beating it. Wo wir wieder beim Thema wären. Also besorgt er sich erst Leichen, nicht verwesen, und dann trommelt er mit denen. Geil. Was ist das? A native drum from the Asmat people of New Guinea. Their creation myth says Phumerapits made the first carvings of men and women. By beating on this drum, Phumerapits caused the figures to dance, bringing them to life. Aha, noch mehr. Trommeln macht lebendig. Das ist die Message, die ich hier mitnehme. Oh. Aber das sind alles Sachen, die wir schon gesehen haben. Aha, was haben wir hier? Ah. Ein Kalender. Der mir gar nichts bringt. Komm ich da vorbei? Nee. Nirgendwo geht was. Sonst ist hier nichts von Interesse. Nee. Ich glaube, es wird Zeit, in den Keller zu gehen. Yo, 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 yo. Open da Mouth. Na, wer hat sich hier seine nicht verwesenen Leichen einkompostiert? Okay. Tagebucheintrag Nummer 3. Lying outside the known space-time continuum, this is the dimension to which the gate is knowledge and the key is the Conarium. As we start to shed our fleshly bindings, we start to perceive more and more. If we inquire by merely knowing and thinking on any subject matter, windows to related time and space open up before our non-material selves, our minds. And what's better, we've grasped that the experiences in the sessions are shared and even improved by all of the attendees' personal knowledge. Even thinking about the possibilities that may bestow upon us in our quest for transcending the limits of our mortal bodies is about to make me crazy. But sometimes I wonder what has been keeping our sanity intact inside of this forbidden place. Behind thick walls of pitch darkness surrounding us, there is something looming, whispering in my ears in a language familiar, yet I cannot discern its content. Okay. Also, es geht um Transcendency. Den Körper hinter sich lassen. Something's missing here. Mhm. Also, ich suche was. Okay, also für im Keller. Ah. Okay, gut, dass ich das jetzt entdeckt habe. Dann weiß ich ja schon, wo es weitergeht. Im Keller haben wir da jetzt so ein Ding und hier war da. Was bist du denn? Ach, das ist die Phonographenzylinder, genau. Und da wissen wir jetzt natürlich auch schon, wo es hingehört. Sonst ist dann nichts. Phonographenzylinder. When using Conarium, we are able to be seen as well as to see. For some time, I was detecting a conscious something, previously unseen by my rudimentary vestiges. Only lately, it becomes clear to me. Now it comes into every session. It seems to materialize more and more each time. I won't attempt describing it, but only would say that it's not benevolent. From what I can get from its glowing semblance, which I believe is used as a way of communication, it can sense you, only if you spend a considerable time within the sessions. I've read about it in the cursed Necronomicon and some elusive records compiled from deep-rooted Bedouin oral literature. Thus learned that it tries reaching the corporeal vessel to dominate and execute the wanderers of the beyond, such as ourselves. But again, against all warnings, I was a fool to believe that I can stop it with just simple signs and incantations. As a resort,
We ended up lighting up the place with myriads of candles as well as electrical lamps. But still shiver with fear, with every noise our rundown enclave is causing. Isolated from ancient darkness of the night. Gucken wir gerade mal. Third Radio Transmission. Okay, das ist alle. Also, die sind da an was dran. Kann man so sagen. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, an was. Open the door. Warum war die überhaupt zu? Hab ich die wieder zugemacht? Wie behindert kann man sein? Auf reinhocken. Yeah. Und jetzt? Okay. Da brauche ich eine Kombination jetzt. Ich habe aber nichts gesehen, was in diese Kerbe schlägt. Oder? Moment, 1, 6, 13. Könnte das ein Hinweis sein? 1, 6, 13. Aber 13 Dinger waren das doch nicht. Da gibt es auch nichts Interessantes. 1, 6, 13. Ah. Okay. 1, 6, 13. 13. Wo ist Nummer 13, verdammt? 2, 1. Also 1. Das war... Yes, it is depicted here. Our gateway out of the... Ah, okay, hier sind sie. Also, versions, symbolic picture of dark sphere inside a light one. Aha. Okay, okay. Also, dunkle Sphäre in einer hellen. Müsste ja fast schon das sein, oder? Wenn man das hier so als die helle Sphäre sieht. 1, 6. Wo ist die 6? We need. Nein. Nee. Wo ist die 6? Ah, da. Mask of an all-powerful moon. Okay, Mond. Haben wir sowas? Ja, Mond. Da haben wir dann das. Und die 13. Die 13 war... Hier. Heads. Such cultivate landscaping permanence by getting dried under the scorching sun. Okay. Also Sphäre, Mond, Sonne. Sphäre, Mond, Sonne. Sphäre und Sonne. Ha! Yippie-ki-yay, motherfucker! Das war really easy. Oh. Noch ein Phonographenzylinder.
Na, den muss ich dann wohl auch nochmal... Ah, da hat er sich hier aber echt viele Typen geholt, die nicht verwesen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Leichen gibt, die einfach nicht verwesen. Was passiert denn damit nochmal? Geil. Die würde ich mir sofort an die Wand hängen. Oder gegenüber von meiner Toilette. Stare-Down-Contesten so. Ah, Zählerphoden, nee, Zählerphoden? Cephalopoden. In archaic myths, lurking in shunned and forbidden volumes, I've been able to trace some parts, speaking about a device of non-terrestrial origin that is capable of much more than I could ever imagine. Ancient Conariums, I will call them. Machines which are said to have been built long before mankind ever tread on this planet. The very source of the design I've used to make my own version of the machine. Okay. Keine allzu verrückte Information. Also es gab früher schon Conariums, was wir ja schon erfahren haben. Und er hat sich halt sein eigenes gebaut. Das hoffe ich doch auch. Und Alter, was hat der da bitte schön für ein Loch gegraben? Achtung, jetzt guckt er auch noch. Das ist irgendein Vieh da. Oder auch nicht. Er klettert nur echt lange die Treppen runter. Das finde ich cool. Das ist eine gute Sequenz. Eben habe ich gedacht, es ist fertig. Nein. Es sind noch etwa 200 bis 300 Meter weiter runter. Gleich geht oben die Klappe zu. Alter Schwede. Also das ist schon lang. Oh, da unten hat er sich sein... Was er sich für ein Gewölbe hat bauen lassen, das kann doch nur vorher schon da gewesen sein. It's stuck. Wow. Locked und stuck und stuck und lock. So. Schauen wir uns hier um. Geile Boxen hat er sich aufgestellt. Was haben wir hier? Random Notes. Der hat schon so ASCII-Art gemacht damals schon. Und Batman entwickelt. Hier, eindeutig Batman. Das Conariumgeräte. Sogar einen fetten Drucker hat er da. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Ah, okay. Da werde ich wahrscheinlich oben das Gerät nochmal benutzen müssen. Ich sehe es schon kommen. Oh, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Finde ich auch gut. Schlüssel mag ich immer. Es ist eigentlich immer gut, wenn man Schlüssel findet in Spielen. Immer. Dann hören wir uns doch erst nochmal hier das Ding an. It is said that ancient Conariums have the ability to transfer one's mind outside through the endless vacuum into other receiving Conariums. Just think about the possibility of shedding off the earthbound mortal coil to reach to the stars and yonder, as a free agent to see the grand scheme above and beyond the third dimension. Being able to contemplate vistas and sense things you could never ever dream of with the help of the bodily sensations. Finally, we shall overleap time, space, and dimensions, and without bodily motion peer to the bottom of creation. Yes, I know how this sounds to you.
This is incomprehensible even for someone like me who spent almost a lifetime on such arcane topics. It is just sad to see. The knowledge has been out there all the time, forevermore, and we failed to read between the lines. Okay, also die Conariums sind wie Teleporter, feste Teleporter mit, oder eigentlich eher wie so Gedankenmodems. Auf der einen Seite konariert man sich rein und auf der anderen kommt man raus. I remember this place and what we achieved here. Violating the laws of nature with the help of those dead bodies brought here secretly from only God knows where. Forcing them to cooperate by the means of the cursed necromancy and dreaming their dreams in those profane sessions to learn forbidden knowledge. Now I can distinctly see how pure madness once roamed here within our own shoes. Naja, das hätten wir auch früher merken können. Ich meine, wenn man hier so reinkommt und das sieht, dann weiß man einfach, ja, nee, irgendwie, das kann nicht so gut sein. So, jetzt hier Schlüssel. Ah, wusste ich's doch. Was haben wir hier? Oh. Was geht denn mit dem Ding? Wow. Wow. Hallo? Ja, gib mir das. Symbol. I knew it. All those years of extensive research have not been in vain. Here it is, lying dormant and standing still beneath the eternally shifting sands of Rubal Khali for who knows how many millennia. Okay, jetzt mal in der Sandstadt gelandet auf einmal. Oder ist wieder ein Flashback? Guck mal. Schöne Seileffekte. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Da geht's nicht weiter. Warum wackelt denn das hier alles so? Ja, wir gehen wieder nach unten. Das Spiel kennen wir ja schon. Wenigstens sind hier Wurzeln und keine ekligen... was waren das? Pflanzen, ja. Na, ihr? Alles klar, ihr Dudes? The hallway seems like it was intentionally blocked with this ornate wall, and there are some primal writings inscribed on it. Was denn daran primal? As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless, glistening and reflectively iridescent black protoplasm, able to mock and reflect all forms and organs. Ah ja. Sowas kann ich jetzt gerade brauchen. As far as I can... Komisches Protoplasma, was mir an die Organe will. Ich geb euch. Da. Da habt ihr eure Sperren. Der Axtbart ist hier. Hallo? I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Bestimmt I nicht. wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Das war so ein Elder One Pissoir hier. Und die sind gleichzeitig angekommen, müssen beide sehr dringend auf die Toilette. Und jetzt gibt es einen Stare-Down-Contest wieder mal oder sowas. Weil sie sich beide unsicher sind, wer als erstes darf. Am Ende werden sie wahrscheinlich beide gleichzeitig im hohen Bogen da rein.
snögeln. Aber gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Und die zwei haben es schon hinter sich, die pissen nämlich Feuer. So, dann gucken wir mal hier. Aha, das ist wohl die eine Kaste, das ist die kleine Kaste. Die sind sehr gnädig und nett. Hier sind die Mini-Gargoyles, sowas hätte ich auch gerne als Teehalter. So, und hier haben wir eine wundervolle... Da muss ich wohl mit dem nächsten Rätsel lösen. In dieser schönen Platte. Allerdings sind wir jetzt erstmal in der Stadt hier angekommen und da denke ich mal, können wir hier erstmal einen Cut machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich versuche, diese jetzt schon mit Grauen anzusehende Rätselscheibe hier knack. Bis dahin wünsche ich euch was. Bye bye.